Die Kinder sind auch manchmal frustriert grundsätzlich, wenn sie irgendwas nicht schaffen oder und sind verzweifelt. Und was da immer ganz gut hilft, um das Kind zu stärken, ist natürlich das aktive Zuhören, das empathische Begleiten. Ja, das ist synonym quasi. Und sie darauf aufmerksam zu machen, dass es okay ist, dass sie das jetzt fühlt und dass sie das jetzt fühlt. Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und gemeinsam wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Mein Name ist Manuela Festel, ich bin Mama, Mutmacherin und vor allem Mentorin für achtsame Kommunikation und gewaltfreie Konfliktlösung mit Kindern. Und genau darum geht es auch hier in diesem Podcast. Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst. Ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen wieder hier in Loslassen und gemeinsam wachsen. Ich bringe dir heute eine Frage einer Mama aus Gemeinsam wachsen, meinem 12-wöchigen Mentoring-Programm mit. Die hat mir nämlich berichtet, dass ihr Kind immer wieder so Sätze sagt wie ich bin dumm und ich mache alles falsch und ich bin die Blödste und also all die Sätze, die uns als Eltern so sehr im Herzen schmerzen, weil wir uns natürlich selbstverständlich wünschen und es wirklich möchten, dass unser Kind zufrieden und glücklich und selbstbewusst ins Leben geht. Wie können wir also mit diesen vernichtenden Selbsturteilen, die Kinder da manchmal von sich geben, in Klammern im Übrigen, natürlich wir auch, ja, wir Eltern im Kopf geben ja auch so ganz gern mal unsere Urteile über uns selbst da nieder. Ja, wie können wir unser Kind da stärken? Das ist die große Frage. Und was machen wir mit diesen Sätzen? Darüber erfährst du heute mehr hier im Rahmen dieser Episode und ich würde vorschlagen, wir starten direkt mal los, indem ich dir die konkrete Frage dieser Mama einmal vorlese. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Episode. Liebe Manuela, ich habe generell Fragen, wie ich meine Kinder stärken kann. Meine älteste Tochter Vivian scheint sehr gewissenhaft und es wirkt, als habe sie sehr hohe Ansprüche an sich. Gleichzeitig wirkt sie, wenn etwas nicht klappt, schnell verzweifelt und fühlt sich schlecht, macht auch Äußerungen wie ich mache alles falsch oder ich bin die Allerblödste, weint, will es nicht mehr versuchen. Für mich ist es emotional schwierig, diese Verzweiflung auszuhalten. Es tut mir so leid für sie und so gerne würde ich ihr helfen, sie zu unterstützen, ihr Tipps zu geben. Generell würde ich sie gerne stärken, damit sie entspannter Herausforderungen angehen kann. Wie kann ich das machen? Was sagst du dazu? Die Kinder sind auch manchmal frustriert grundsätzlich, wenn sie irgendwas nicht schaffen oder und sind verzweifelt. Und was da immer ganz gut hilft, um das Kind zu stärken, ist natürlich das aktive Zuhören, das empathische Begleiten. Ja, das ist synonym quasi. Und sie darauf aufmerksam zu machen, dass es okay ist, dass sie das jetzt fühlt und dass sie das jetzt fühlt. Ja, Hinweis, dass sie das jetzt fühlt, dass eben Gefühle kommen und gehen. Und dass das nichts ist, was mit ihrer Identität zu tun hat. Also sie ist ja nicht als Mensch blöd, sondern jetzt gerade fühlt sie sich blöd. Und das ist ein wichtiger Unterschied, dass ich das nicht verankere als Identität, als Teil meiner Persönlichkeit, nämlich dass ich dumm bin oder dass ich irgendwie langsam bin, dass ich mir das quasi selbst immer wieder sage und mich so im Prinzip stigmatisiere selbst, sondern dass sie da jetzt in dem Moment einen Frust erfährt, weil was nicht klappt oder weil sie verzweifelt ist und dann hat sie dieses Gefühl. Und das dürfen wir auch haben. Ja, das ist völlig in Ordnung. Wichtig ist hier, dass du sie darauf aufmerksam machst, dass sie heute und jetzt frustriert ist. Dass du ihr das dann beim aktiven Zuhören auch sagst, oh ja, ich habe das gehört, du bist jetzt gerade verzweifelt, weil. Ja, dass du ihr die Information gibst, warum sie verzweifelt ist, also die du ja erstmal auch annimmst und suggerierst. Gleichzeitig präventiv stärken oder beziehungsweise Kinder stärken, sie aufmerksam machen auf das, was sie besonders gut können, mit den Kindern zusammen. Da gibt es viele verschiedene Übungen. In der Gemeinsam wachsen Membership habe ich da jede Woche
Übungen dazu, nicht speziell zum Stärken, aber auch zum Kinderstärken und auch um uns zu stärken. Eine Sache, die mir da speziell jetzt gerade just einfällt, ist die Übung mit den Händen. Also zum Beispiel die Finger, die Hände auf ein Blatt Papier legen und dann in jeden Finger eine Stärke, zum Beispiel eine Feinkoordination oder eine Grobkoordination oder irgendetwas, was das Kind besonders gut kann oder was auch wahnsinnig viel Spaß macht, reinzuschreiben und die Kinder das ausmalen zu lassen und aufzuhängen. Und das dann auch zu verankern, also Anker zu setzen. Das habe ich bei euch noch gar nicht so erwähnt, aber natürlich nach dem NLP dann Anker zu setzen, dass die Kinder wirklich das dann auch wissen. Das ist jetzt alles eher Teil der Membership, macht aber ja nichts. Ist eine wunderschöne Übung und hilft den Kindern auch eben das visualisiert zu haben, was ihre Fähigkeiten sind und sich auch eben durch die Berührung da zu verankern und sich zu vergewissern, dass ich ja Stärken habe. Das wäre zum Beispiel eine Idee direkt. Wichtig ist, dem Kind zu verbalisieren, dass Gefühle kommen und gehen, dass die alle ihre Berechtigung haben und dass sie sich jetzt gerade so fühlt und eben nicht zu sagen, ja, du bist dumm, ja, oder sie wiederholt es immer, sondern wirklich auf den Moment das hinzuweisen, so heute fühlst du dich so oder jetzt gerade in dem Moment. Das ist ganz wichtig, sonst haben wir nämlich irgendwann mal so ein Bild von uns selber im Kopf, das ja gar nicht mit der Realität übereinstimmt. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Eine Frage, die ich außerdem immer wieder bekomme, ist: Manuela, was kann ich machen, konkret, damit mein Kind selbstständig und unabhängig wird? Hier lade ich dich herzlich ein, auf meiner Seite sprachzeichen.de/mit-kindern-sprechen vorbeizuschauen, denn hier findest du meine Vorträge, meine Masterclasses zu unterschiedlichen spezifischen Einzelthemen. Eine davon ist: Ich kann das, wie dein Kind selbstständig und unabhängig wird. In diesem Vortrag geht es vor allem um die 4 Kernbausteine, die Eltern ihren Kindern mitgeben können, damit diese frei werden, sich eigenständig und unabhängig entfalten können, nämlich emotionale Sicherheit, Freiheit, Vertrauen und Authentizität. Wenn dich also diese Fragen quälen, wie kann ich mein Kind unterstützen, Lösungen zu finden, wenn es alleine draußen unterwegs ist, dass es gut alleine zurechtkommt? Wie fördere ich die Selbstständigkeit bei meinem Kind? Wie kann ich Verantwortungsbewusstsein meines Kindes schulen? Und ja, welche Rolle spielt dabei auch das große Thema Vertrauen? Dann schau doch hier unbedingt mal vorbei. Ich kann das, wie dein Kind selbstständig und unabhängig wird, ist mein Vortrag, meine Masterclass, die du 12 Monate zur Verfügung hast, alle Folien downloaden kannst und außerdem ein Gutschein bekommst in der Höhe von 97 € der Masterclass, die du dann innerhalb der nächsten 6 Monate für ein Einzelcoaching oder natürlich auch für mein Gruppenprogramm Gemeinsam wachsen anrechnen lassen kannst. Wenn auch du mal eine Frage stellen möchtest, dann komm am besten auf meine Warteliste von Gemeinsam wachsen, meinem 12-wöchigen Mentoring-Programm von der Wut zu Respekt und liebevollen Eltern-Kind-Kommunikation. Das findest du unter sprachzeichen.de/gemeinsam-wachsen-Warteliste. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute. Wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße. Ciao, ciao.